What's the matter? I'm making a new video, and I don't know how to make it interesting. What's it about? Tipping. You should use Legos. Legos? Yeah, everything's better with Legos. Everything is better with Legos. Angelo, you're a genius. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything. Hallo Leute und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Fahrschein nach Florida. Dieses Video geht um das Thema Trinkgeld in Amerika und dafür möchte ich mich bei einer Zuschauerin bedanken. Elke D. hat geschrieben: Hallo Brian, bin durch eine Facebook-Gruppe auf deine Videos aufmerksam geworden. Da ich deine Videos absolut super finde, hätte ich die Bitte, ob du mal etwas über Trinkgeld in den USA drehen könntest. In den Restaurants ist es ja klar, dass ich 15 bis 20% Tipp gebe, ebenso wie in den Hotels. Aber wie verhält es sich zum Beispiel, wenn ich Value Parking, hier meint sie Valet Parking, in den Hotels wahrnehme? Vielen Dank, Elke, für die netten Worte und für die Idee. Für Deutsche ist es ungewöhnlich, so viel Trinkgeld in den Restaurants zu geben. Im Gegensatz zu Deutschland bekommen die Bedingungen in Amerika meist kein festes Gehalt. Sie verdienen ihr Geld hauptsächlich mit Trinkgeldern. In der Tat dürfen Arbeitgeber einen sogenannten Tip-Credit vom gesetzlichen Mindestlohn abziehen. Zum Beispiel, in Florida ist der Mindestlohn $8,25 pro Stunde. Aber ein Arbeitgeber darf bis zum $3,02 Trinkgeld vom Mindestlohn abziehen. Deswegen ist der wahre Mindestlohn in Florida nur $5,23 pro Stunde. In diesem Video erkläre ich die Trinkgeld-Etikette für verschiedene Situationen und Lagen, Restaurants, Kneipen, Hotels, Valet Parking und Skycab. Fangen wir an. Im Restaurant ist es üblich, wie schon gesagt, ein Trinkgeld von 15 bis 20% zu geben. Du kannst bar oder mit Kreditkarte bezahlen. Wenn du bares Trinkgeld geben willst, sag einfach "Keep the change". Ansonsten kannst du das Trinkgeld auf den Tisch dalassen. Wenn du mit Karte bezahlst, schreib den Betrag des Trinkgeldes auf die Quittung. Wenn es viele Leute in deiner Gruppe gibt, und hier meine ich 6 Personen oder mehr, mag ein Restaurant das Trinkgeld automatisch hinzufügen. Es wird als Gratuity bezeichnet werden. In manchen Städten wie Miami und New York tun viele Restaurants so etwas, egal wie groß oder klein deine Gruppe ist. Also achte genau auf die Rechnung, sonst wirst du ein Doppeltrinkgeld geben. In Buffet-Restaurants teilst du das Essen an dich selbst aus. Allerdings räumen noch die Bedingungen das benutzte Geschirr weg. Und öfters tun sie es mehrmals, denn du darfst möglichst viel essen, wie du willst. Can I take your plate? Oh, yes, please. I think I'll go get some more. There isn't any more, sir. What do you mean? There isn't any more food. You ate it all. In Buffet-Restaurants ist das empfohlene Trinkgeld $1 oder $2 pro Person oder 10% der gesamten Rechnung. In manchen Restaurants bestellst du an der Kasse und die Bedingungen bringen dir das Essen. An der Kasse gibt es öfters ein Tippglas. Ich muss sagen, dass viele Amerikaner hier ablehnen, ein Trinkgeld zu geben. Meine Regel: Wenn ich das benutzte Geschirr selbst wegräume, gebe ich kein Trinkgeld. Sonst werfe ich $1 in den Glas hinein.
In der Kneipe hängt der Betrag des Trinkgeldes von der Art des Getränks ab. Für Bier und Wein ist $1 Trinkgeld pro Glas üblich. To our fallen comrades on the Death Star. Für einen Cocktail $2. Regel ist es, je länger die Zubereitung, desto höher das Trinkgeld. Du kannst das Trinkgeld mit Kreditkarte bezahlen, aber die Barkeeper kriegen lieber bar. Fast alle Luxushotels in Amerika bieten Valet Parking, wo ein Personal dein Auto von dir in Empfang nimmt. Welcome to the Hotel Ninjago. May I take your keys? Here you go. Please don't scratch the paint. No worries, I'll take good care of it. Wenn du es hinterher wieder brauchst, wird es dir geholt. Das empfohlene Trinkgeld ist $1 bis $5, aber wer bekommt es? Die Person, die dein Auto nimmt, oder die Person, die es holt? Oder die beiden? Es gibt keine feste Regel, du hast die Wahl. Ich persönlich gebe es nur der Person, die mein Auto holt. Wenn ich mein Auto mehrmals holen lassen muss, gebe ich $1 jedes Mal. Wenn ich es nur beim Auschecken holen lasse, dann gebe ich $5. May I help you with your bags? Yes, please. I only packed a few things. Ein Hotel-Page bekommt $1 oder $2 pro Koffer. Jeden Tag wird dein Hotelzimmer von einer Putzfrau aufgeräumt. Sie macht das Bett, sie bringt neue Badetücher, sie leert den Papierkorb. Ein Trinkgeld von $2 bis $3 pro Tag ist üblich. Beim Luxushotel $5 pro Tag. Leg das Trinkgeld aufs Kissen mit einem Dankschreiben, sodass die Putzfrau weiß, dass es für sie ist. Lass es jeden Tag statt am Ende deines Aufenthaltes da, denn es mag sein, dass verschiedene Putzfrauen dein Zimmer aufräumen. An amerikanischen Flughäfen bieten manche Fluglinien Skycap Service. Das ist ein Service, womit man sein Gepäck außerhalb des Terminals einchecken kann. Dieser Service kann dir einen Vorteil verschaffen, besonders wenn du viel Gepäck hast. Where are you flying to today? Back to Germany. My Florida vacation is over. Ein Service-Mitarbeiter checkt deine Koffer ein und druckt deine Bordkarte für dich aus. Es ist üblich, dem Service-Mitarbeiter $2 pro Koffer zu geben. Alright guys, thanks for watching. I hope this video on tipping was helpful. Speaking of tipping, Angelo, Lucia, here's your tip for helping me with the video. Thank you very much. Before I go, I want to give a special shout out to 2 of my viewers from Germany. It was really nice being able to see you and your kids while you were here on vacation. I got to practice my German, you got to practice your English, which was very good by the way. And Angela and Lucia have a special message for your kids who saw their first American college football game. Also Kinder, ihr wisst schon den Hurra-Ruf für USF. You already know to cheer for USF. Go Bulls. Ihr wisst schon das USF-Handzeichen. You already know the USF hand sign. Aber es gibt auch eine Redewendung. There's also a phrase. And what is that phrase? Mess with the bull, you get the horn. That's right. Vielen Dank nochmals für die Bier. Ich probiere als erstes das Potsdam-Bier. So, Prost. Ja, das Etikett auf der Flasche stimmt. Es hat einen kräftigen und würzigen Geschmack. Sehr lecker. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. I need to laugh, and when the sun is out,